Steilster Anstieg, glaube ich, in dem Rennen. Fast oben. Das ist der Gipfel. Von da sind wir gekommen. Also ich glaube, die Landschaft entschädigt schon für die Schmerzen, die man hat. 32 Kilometer, quasi noch 50. Aber es sind Klacks. Ja moin! Ne? 5 Uhr? Aufstehen? Der Bock? Yeah! Soll ich vorne sitzen? Mal rein in die YouTube-Stube. Das ist der Driver. Bock? Ja, klar. Mach ihn, Atze! Da geht's gleich hoch. Richtig geiles Wetter. Zum Glück kein Regen. Oberschenkel tun. Ich habe einen dezenten ganz leichten Muskelkater. Von gestern. Guckt euch das an. Kilometer 9. Erster Anstieg. Schlucke sind da. Ja, man merkt die Höhe schon. Oberschenkel, alles gut. Jetzt ein Zehntel. Ich melde mich. Kilometer 15. Sonne kommt raus. Muskeln machen mit. Ausdauer auch. Der Magen verdreht sich so ein bisschen. Das einige ist aber nicht so gut. Aber ich habe jetzt eigentlich einen Riegel schon gegessen. Und die Höhe ist hart. 2,6 jetzt, glaube ich. Und vorne kommt Verpflegung. Da sind wir gestartet. Da unten St. Moritz, dann einmal rum und da hinten noch. Erster Berg, check. Jetzt weiter ballern, würde ich sagen. Eben hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich habe mich gefragt, warum mache ich das? Aber das ist der Magen. Ich musste den Griff kriegen und mich ein bisschen akklimatisieren und dann geht das. Und da jetzt erstmal Verpflegung. Geil!
Was it worth it for you? Huddled in quiet. Will I hold Kilometer 28,9. Geht jetzt schön berghoch. 1000 Höhenmeter. 1100 haben wir jetzt. Sind noch 2500 übrig. Beine halten gut durch. Höhe macht mir noch zu schaffen. Das mit dem Magen habe ich in den Griff gekriegt. Begleitung. Ich hoffe, ich sterbe nicht beim ersten Berg. Bin gerade an der Verpflegung vorbei. Jetzt geht's hier hoch. Da. Sau steil. Steilster Anstieg, glaube ich, in dem Rennen. Fast oben. Das ist der Gipfel. Von da sind wir gekommen. Also ich glaube, die Landschaft entschädigt schon für die Schmerzen, die man hat. 32 Kilometer, quasi noch 50. Aber es sind Klacks. Dann hoffentlich bis zum Fuße des Berges, wenn wir wieder runterlaufen. Die Höhe ist krank. Ich fühle mich wie so ein Bergsteiger auf dem Everest. Sehr gut! Das ist gut gelaufen, ey. Super! Gar nicht aufgehalten. Gerade ein richtig technisches Teil. Mein Stock ist einfach abgebrochen. Egal, kann man wegkaufen. Ich bin jetzt bei fast 40 Kilometern. Das heißt, es sind noch so 6 bis zum Halbzeitpunkt quasi. Hat gerade eben richtig geschüttet. Weshalb ich auch die Regenjacke anhabe. Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war richtig wolkig und nass und ekelhaft. Und jetzt sieht es einfach so aus. Blauer Himmel. Und hier geht es über zum Harzbett. Ja, Beine fühlen sich gut an, trotz des fehlenden Trainings. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 1700 Höhenmeter. Das ist dann quasi fast die Hälfte. Und ja, ich melde mich dann bei dem nächsten Verpflegungsstand. Can we walk for a minute? Let me melt in it.
we've been made. Made me plan where to go, we've been made. Made me plan where to go, we've been made. Made me plan where to go, we've been made. 44 Kilometer. Oberschenkel tun weh. Aber sonst alles gut. Immer noch mit Barbara am Start. Hinter mir. Gleich Halbposten in 3 Kilometern. Gibt es da noch Essen und neue Sachen, weil die anderen sind ein bisschen nass. Ja, so sieht das aus. Feld hat sich komplett auseinandergezogen. Weit und breit die einzigen. Meine Fam feuert mich immer an. Ich fahre mit dem Auto hierher. Aber läuft alles und jetzt quasi nur noch die Hälfte, nochmal das gleiche. Das wird hart, ey. Aber macht Spaß und hab's mir ja selber ausgesucht. Jo. Marco Fuchs aus Köln. Kilometer 55. 2600 sind gemacht. Höhenmeter, jetzt kommen noch 1000. Die Beine tun schon weh. Das wird hart. Aber ich hab Bock und ready for the pain cave. Barbara lacht. Das ist mein Pacemaker. Ja, genau. Ja, uns geht's gut. Oder? Perfekt. Wir rocken das. Also wie immer, die Aussicht entschädigt. Guckt euch das an. Es ist so steil. Beine sind okay. Das tat schon mal mehr weh auf jeden Fall. Aber die Höhe, ich kann fast gar nicht reden. Das Herz schlägt einfach so schnell, obwohl ich gehe. Ich gehe ganz normal einen Berg hoch. Aber ich glaube, es sind nur noch 700 Höhenmeter insgesamt. Und ich freue mich, wenn ich bei Kilometer 10 bin, weil dann geht es, glaube ich, nur noch runter. Ja, die lacht. Du lachst. Die beste Medizin? Ja, da hast du recht. Bis zum nächsten. Sau fucking anstrengend. Das ist jetzt der letzte große Anstieg. Ich bin eben an den noch 25 Kilometer Schild vorbei. Die letzten 5 kann man eigentlich streichen. Die gehen total easy. Nein, Spaß. Also jetzt noch einen Halbmarathon. Ich kann nicht mehr. Kondition geht eigentlich. Muskeln auch, aber die Luft ist so dünn. Das bin ich nicht gewohnt. Ich muss mich richtig konzentrieren. Und es tut einfach alles. Ich weiß nicht, warum mache ich das überhaupt. Wenn ich am Ziel stehe, melde ich mich wahrscheinlich direkt für den nächsten. Aber Rad ist sehr tief, der Punkt. Aber ich will das Ding unbedingt finishen. Ja. Also nur noch 200 Höhenmeter, dann geht es nur noch runter. Ich glaube, das größte Tief habe ich gerade eben überwunden. Jetzt geht es ja noch mal was hoch. Es wird jetzt noch mal anstrengend. Aber ich bin so im Arsch. Ich bin fixe fertig. Sieht man vielleicht auch. Aber wisst ihr was? Erneut. Guckt euch das an. Ich glaube, das entschädigt alles. Die ganzen Torturen, Strapazen. Ich hoffe, wir kommen an, bevor es dunkel wird.
Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier bin. Ja. Und dann bis gleich. Hoffentlich. Was it worth it for you? Huddled in. Sieh, wie geil das ist, keine Höhenmeter mehr zu haben. Dieser Kackberg. Ja, so. Beide sind kaputt. Dem Magen geht's gut, freundlicherweise. Und gleich sehe ich meine Familie in 5 Kilometern. Und guckt euch die Aussicht mal an, bitte. Da kommt eine Pacerin. Wir haben jetzt 20:30 Uhr. Sonne geht unter in einer Stunde. Das heißt, haben wir theoretisch noch 1,5 Stunden bis ins Ziel. Aber ich glaube, wir kommen im Dunkeln an. Aber das hat ja auch was. Aber quasi so gut wie da. Oder? So gut wie da. Wir sind so gut wie da. Ja, und jetzt kommt die Finisherfreude auf, das Adrenalin, die Beine sind wieder locker, die Schmerzen sind weggeblasen. Noch nicht. Naja, man kann ja noch träumen, oder? Ja, das wäre schön. Ich bräuchte jetzt so ein neues Satz Beine. Das wäre schön. Also ich hätte gerne neue Knie. Ja, das glaube ich. Das Lager hier filmen. Also Marco, wir denken, du bist es. Vom Laufen her schon. Wir wissen nicht. Nein, das ist er nicht. Nein, Marco, du bist es immer noch nicht. Marco, wo bist Von du? dem Laufen her. Doch, das ist er. Der hat irgendwas um die Schultern her. Was hat er denn? Ach, jetzt die Nummer. Hey, super! Klasse! Sehr gut. Hey! Da hinten kommt eine Verpflegungsstation. Brauchst du noch Gel und so? Nein, noch Die habe ich gesagt, eine Stunde braucht er. Hallo. Es sind nur noch 5 Kilometer. Ich weiß nicht, was das geht. Ne, ihr seht wahrscheinlich nur das Licht. Da ist der Wurst. Seht ihr das? Diese Lichter? Das ist das Ziel. Noch 5 Kilometer. Und dann bin ich endlich da. Das ist das Ziel. So sieht es aus. Ein Punkt. Noch 3 Kilometer. Super, ich baue ein Ziel. Noch 500 Meter. Das ist geil. Jetzt zieh ich noch ab. Aber das ist ein kranker Lauf. Auf geht's. Sauber. Alter, ist das geil. Das macht so Bock.
we talk for a minute? Filter through the bullshit. Tell me you don't love me, so we can just end this. I don't really wanna leave, but lying doesn't help it. I can't think of where to go. You gave me tunnel vision. Made me glad. Where to go? We can live. Made me glad. Where to go? We can live. Made me glad. Where to go? We can live. Made me glad. Where to go? We can live. Made me glad. Where to go? We can live. Made me glad. Where to go? We can live. Tut's weh?